So, liebe Leute, es ist wieder Mittwoch und was gibt's Mittwoch? Ganz genau, es gibt Frag Franz. Wir haben da ein paar Fragen rausgesucht für euch, beziehungsweise der Bang. Der Bang ist nämlich derjenige, der die Fragen raussucht und ich kriege dann quasi, der so ein Shared Folder, weißt du, kriege die dann auf mein Telefon und sehe die dann auch zum ersten Mal, so dass ich die, wie gesagt, mit bestem Gewissen beantworten kann. Bang, können wir loslegen. So, Frage Nummer 1. Von Markus Becker. Hallo Simon, welchen Tag bist du auf der Motorshow Essen? Ich bin jedes Wochenende da, das heißt also Samstag, Sonntag, beide Wochenenden. Und während der Woche kann ich noch nicht sagen, welche Tage ich da sein werde, aber ich werde auf jeden Fall auch vor Ort sein. So, André Dietze. Das ist gut. Nur rein aus Neugier, wenn der schneller werden soll, warum nicht gleich ein 27S? Ja, lassen wir mal die Pferde im Stall oder die Kühe im Dorf, die Kirche im Dorf sagt man schon, ne? Lassen wir mal die Kirche im Dorf. 27S ist einfach noch zu teuer, finde ich. Also es ist ein teures Auto und man muss ja irgendwo anfangen. Ja, ich meine, wir bewegen uns mit der 570S schon in Supersportwagen-Territorium und der 27S ist ja ein Hypercar eigentlich schon und ja, vielleicht später irgendwann mal, da muss ja irgendwo erstmal anfangen. Ne? So, Audi A6 Line. Aral Diesel Ultimate oder Shell V-Power Diesel. Mit welchem Kraftstoff kannst du mehr Leistung rausholen? Das haben wir tatsächlich noch nicht getestet. Ich hatte erzählt, dass die V-Power, also Shell V-Power und das Aral Ultimate eine höhere Ketanzahl hat. Ketan ist beim Diesel das gleiche wie beim Benzin die Oktanzahl oder vergleichbar. Haben wir noch nicht getestet. Ich weiß nicht, ob sich da viel tun wird. Jonas Johannes, wird im Fahrzeug Datenstand gespeichert, ob ein Fahrzeug mal optimiert war, beziehungsweise beispielsweise Softwareoptimierung bei Leasingfahrzeugen, welche nach kurzer Zeit wieder an das Autohaus zurückgehen? Nein, der Datenstand wird original wieder aufgespielt später. Natürlich gibt es andere Werte, die gespeichert werden, zum Beispiel maximale Drehmomente, Gaspedalstellungen, Geschwindigkeit etc. Bei manchen Fahrzeugen kann man das zurücksetzen, bei manchen auch nicht. Aber dafür müsste man erstmal tief ins Steuergerät reingehen, um diese Sachen auszulesen. Ja, also bei einem Leasingfahrzeug, wir machen viele Leasingfahrzeuge, wir hatten noch nie einen Kunden, der sein Auto zurückgegeben hat und dann ein Problem hatte. Ja? So. Unbekannter Herr. Was hältst du von LPG-Autogas? Hattest du ein Fahrzeug mit LPG auf dem Prüfstand? Ja, halte ich persönlich nichts von. Also das heißt nichts, es ist nicht mein Ding. Die Abgastemperaturen gehen gen Himmel, also eine Gasverbrennung ist sehr, sehr heiß. Und ich fand immer schon scheiße früher, wenn du so einen Nöppel gesehen hast als Tank. Also ich persönlich halte da nichts von. Optimieren auf Autogas würde ich auch nicht empfehlen. TJ867. Hallo Franz und Team, du sagtest in einem Frag Franz Video, dass der Focus RS MK3 Turbo, also der Turbo vom MK3, deiner Meinung nach nicht viel hergibt. Liegt es wirklich nur am Turbo oder eher an der Motorhaltbarkeit? Die Problematik mit dem Motor ist ja längst Geschichte. Könntest du bitte genau darauf eingehen? Danke, Gruß Torben. Ja, lieber Torben, also wie genau soll ich darauf eingehen? Ne? Der Turbo ist einfach klein dimensioniert, ja? Und man muss mal überlegen, man fährt gewisse Ladedrücke und dann fährt man natürlich gewisse Turbo, also die Drehzahlen, ja? Von dem, wie sagt man auf Deutsch? Ja, von der Verdichterseite, von der Abgasseite, von dem Turbofan, ja. Und gewisse Drehzahlen hält die Lagerung von dem Lader aus, ja. Und natürlich hat man eine Beschränkung von der Größe des Verdichterrads, ja. Je größer das Verdichterrad, desto mehr Volumen kann man natürlich in den Motor reinpressen. Druck ist Druck, also 1,2 Bar bei einem 28 mm Turbolader sind auch 1,2 Bar bei einem 67 mm Turbolader, aber die Luftmenge und Masse ist natürlich unterschiedlich. Ja? Man wird bei dem RS3, beim MK3 RS Focus ist dann einfach der Turbolader klein dimensioniert. Man kann halt auch nur einen gewissen Ladedruck fahren, bevor das Ding auseinanderfliegt. Und mit diesem Ladedruck kriegt man bei der Größe dieses Verdichterrades nur eine gewisse Menge an Luftmasse in den Motor, um eine gewisse Leistung zu erreichen. So.
Markus PF, Grüße an Franz und die ganze Firma, Grüße zurück. Ich fahre ein A4 B8 2 Liter TFSI 211 PS Variante. Wie viel PS und Drehmoment traust du dem Motor mit Serieninnereien zu? Bin aktuell bei 306 PS und 506 Newtonmeter. Ja, also 350 PS kann man doch schon fahren. 350 PS, 600 Newtonmeter, sowas ist möglich, aber dafür musst du noch ein paar andere Sachen. Ich weiß nicht, was du an dem Auto alles gemacht hast, aber da muss man schon einiges dran tauschen. Ja. Solabimba, was kann man aus einem Audi A4 B7 2 Liter TFSI 200 PS rausholen mit Originalkomponenten, also nur Software, und was würde das kosten? Preise, ich glaube, das liegt, die Stage 1 liegt, glaube ich, bei 699 € inklusive Messung vorher, nachher. Preise müsst ihr aber bei uns beim Verkauf anfragen. Mit Software sind wir bei dem Motor, ich glaube, bei 260 PS ungefähr. Ich habe auch nicht alle im Kopf, aber so 260 PS. Ja? Hank M. Was hältst du von den Sorik? Mobile Leistungsmessung, und hast du das schon mal getestet? Ja, ich habe das getestet. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich persönlich finde das nicht so toll, ganz ehrlich. Ein großer Grund dafür ist, dass man sich die Kurve, die man nimmt, quasi selber aussuchen kann. Ja, also man kann bei den Sorik einfach viel, es wird viel dem Faktor Mensch überlassen, sagen wir es mal so. Des Weiteren, in Sorik-Messungen macht man ja auch teilweise einen dritten Gang oder so. Also ich bin ja kein Fan von, andere schwören darauf. Das wird schon seinen Grund haben, warum ein vernünftiger Leistungsprüfer 120.000 € kostet, und so ein Sorik hat ein paar tausend oder ich weiß nicht, unter 1000, ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich bin da kein Fan von, ganz ehrlich. Vor allen Dingen finde ich das auch, man muss es ja im Straßenverkehr machen. Ja, das heißt, da kommt auch ein gewisser Gefahrenpunkt hinzu. Bin ich kein Fan von. Nein. Thomas Kunig, hi Simon, wie schätzt du das Potenzial von einem 2016er 440i ein? B58 Motor, 40i haben wir schon gemacht. Also beim B58 Motor mit ZF Sportautomatik, haltbar PS, Newtonmeter mit Downpipe, Ladeluftkühler und Ansaugen. Also wir haben da jetzt letztens einen gemacht mit 500 PS und 600 Newtonmeter. Mit Serienlader, Downpipe ohne Cut, ich glaube, eine Ansaugung war gar nicht drin. Das ist, glaube ich, so 500 PS ist, glaube ich, so, man muss es probieren. Ne? Also 500 PS war bis jetzt bei uns das höchste, was wir gegangen sind bei dem Motor mit Serieninnereien. Und vom Getriebe her mehr als 600, 650 Newtonmeter würde ich daran nicht fahren. So, Max. Servus und schöne Grüße aus Österreich. Macht es Sinn, von 200 Zelle auf ohne Cut zu wechseln, sprich Leistung und soundtechnisch Fahrzeug Golf 6 GTI? Also abgesehen mal davon, dass ohne Cut natürlich nicht erlaubt ist, klar macht das Sinn. Ja, ein turbo aufgeladener Motor braucht keinen Gegendruck. Das heißt, also, ihr seht es ja beim E36 Drifter, da kommt quasi ein Rohr aus der Abgasseite Turbolader raus, durch die Haube und raus damit. Das heißt, also, ohne Cut wirst du natürlich mehr Leistung fahren können. Aber der Klang wird lauter, ohne Cut hörst du eigentlich auch sofort, das klingt immer so ein bisschen blechernder. Ja. Jonas Co., mein Golf 5 GTI 220 PS, Baujahr 2000, Golf 7 GTI 220 PS, Baujahr 2014, ruckelt im Stand permanent. Falschluft zieht er nicht und die Kerzen sind auch für 1000 Kilometer neu gekommen. Hättest du eine Idee, wie man das Problem in den Griff bekommen kann, kurz zu schreiben. Leerlaufregler mal gucken. Das wäre so meine erste Idee. Ansonsten Federspeicher auslesen, gucken, was er sagt. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also das wäre mein erster Tipp auf jeden Fall. Densi DK. Ich finde das Poloshirt cool. Wäre was für ein Shop. Das ist das Poloshirt, was ich letztes Mal hatte. Nee, die Poloshirts und auch diese T-Shirts sind nur für das Team, also nur für Mitarbeiter, sorry. Aber es werden auch wieder neue Klamotten kommen. Sebastian Hähner, läuft, hätte ich auch gern beim Supra-Launch gesehen, aber sind sie selber schuld. Kannst du eventuell trotzdem erklären, was das mit BMW zu tun hat? Ganze Technik, ist das eher ein M im Toyota-Kleid? Habe ich nicht genug Informationen darüber, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß, dass ein Motor auf jeden Fall BMW gebaut hat. Ich finde, der Supra muss in riesen Fußstapfen treten und das hat er meiner Meinung nach bis jetzt nicht geschafft.
Schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema. Ich würde den gerne mal fahren, ich würde den gerne mal testen. Ich würde den auch gerne mal vernünftig, anständig quer fahren. Also wie gesagt, Toyota, wenn ihr das seht, habe ich Bock drauf. Leider kann ich da nicht genug zu sagen, weil ich habe das Auto noch nicht mal live gesehen bis jetzt. Ne? Also von daher, ja. Damian Bordi. Hi Franz, Frage zum Golf 4. Und zwar, welche Motorisierung findest du am besten? Die VR5 oder die V6 oder doch 1.8er T? Hatte einen VR5 mit 170 PS und 4Motion, aber fand den etwas träge. Grüße gehen das ganze Team, das ist nett. Tja. Schwierig. Wahrscheinlich doch eher den 1.8er T, weil der von dem Leistungspotenzial höchstwahrscheinlich am besten ist. Also im Vergleich zum VR5. Man müsste halt wirklich auf Turbo umbauen, ne, wenn man da Leistung fahren will. JN-KRT 964 C2 als Daily fahren. Auf jeden Fall würde ich sofort machen. Muss lieben, Ben. Muss lieben. Okay. So, Sven Rötlisberger, sorry, ist schon spät, Leute. Moin Franz, wie lange bleibt das Auto bei dir, wenn du eine Stage 1 machst? Grüße aus Bern. Grundsätzlich morgens anliefern, abends mitnehmen. Also einen Tag brauchen wir dafür schon. Ja, das war's mit Frag Franz. Wir sind fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt und habe langsam genug vorgelesen. Ansonsten haben wir die Fragen hier eingeblendet. Und ja, wir sehen uns nächsten Mittwoch. Das war's von mir. Subscribe, liken, teilen und bis zum nächsten Mal.